Die Sensoren DHT11 oder auch DHT22 und ein Display, sei es ein LCD-Display oder ein OLED-Bildschirm, sind bevorzugte Beispiele, um die ersten interessanten Versuchsanordnungen mit einem Arduino oder einem Raspberry Pi aufzubauen. Auf einem BBC Microbit, da sieht man sie weniger. So baue ich hier eine Versuchsanordnung mit einem DHT11 und einem OLED-Display auf. Als Temperatursensor benutze ich einen DHT11, bekannt auch unter der Bezeichnung KY015, als Kombisensor Temperatur und Feuchtigkeit. Dieses Modul hat nun 3 Pins, die folgendermaßen angeschlossen werden: Pin 1 Data, Pin 2 3 Volt VCC und an Pin 3 dann Ground. Es gibt aber auch noch DHT11-Versionen mit 4 Pins. Da bleibt dann ein Pin unbeschaltet. Also dort ist so, Pin 1 ist 3 Volt VCC, Pin 2 ist der Data-Pin, Pin 3 bleibt unbeschaltet und Pin 4 ist dann Ground. Bei der Beschaltung sollte man dann doch noch etwas aufpassen, da es verschiedene Belegungen gibt. Das nächste Bauteil ist ein 0,96 Zoll OLED-Display in der Version SSD 1306 mit einem I²C-Bus. Achtung, auch hier gibt es unterschiedliche Belegungen. Mein vorhandenes Bauteil mit dem I²C-Bus wird so angeschlossen. 1 ist Ground, 2 ist VCC, 3 ist SCL und 4 ist SDA. Zum bequemeren Aufbau benutze ich das Interface IOBIT von KittenBot. Das stellt mir die Spannungsversorgung von 3,3 Volt und Ground sowie den Zugang zu den Pins in einer Stiftreihe zur Verfügung, die ich sehr bequem benutzen kann. Es gibt auch noch Anschluss eines zweiten USB-Kabels die Möglichkeit, Bauteile mit 5 Volt zu versorgen. Als Microbit benutze ich dieses Mal die Version 1.0. Aufgebaut wird dann nach folgendem Plan: Display und Temperatursensor werden in einer helfenden Hand befestigt. Geben wir mal dem Kind einen Namen. Neues Projekt, DHT11 und OLED. So, bevor ich nun an dem Programm weiterarbeiten kann, muss ich mir zuerst eine Erweiterung einbinden. Und zwar brauche ich erst DHT11. Dann nehmen wir die DHT11 plus DHT22. Und schon erscheint hier DHT11, DHT22. Nun brauche ich eine weitere Erweiterung, und zwar mein OLED. Dann binde ich das hier ein und erreiche hier ein OLED-Symbol.
Als erstes gebe ich hier beim Start mein DHT11 ein und auf dem Pin 0 soll es arbeiten. Den Rest lasse ich so, wie er ist. Das nächste, was ich mache, beim OLED hole ich mir ein Show String, setze ihn ein und gebe hier dann Temperatur Doppelpunkt Leerzeichen als Namen ein. Dann muss ich natürlich auch eine Nummer angeben, und zwar Show Number. Die setze ich hier ein und hole mir dann aus dem DHT11-Ordner ein Read-Befehl. Der wird hier eingesetzt und was will ich da lesen? Die Temperatur. So vorsichtshalber setze ich dann hier noch ein Leerstring ein. Insert New Line, die kommen dann hier hin. Und dann passiert Ähnliches wieder. Ich kopiere hier diesen Befehl, setze ihn ein und gebe ihm den Namen Luftfeuchtigkeit. Dann wieder einmal Show Number. Und den Read-Befehl. Jetzt wird die Luftfeuchtigkeit gemessen. Nun setze ich mir hier noch eine Pause ein, und zwar mit 2 Sekunden. Und setze dann das OLED-Display mit Clear OLED zurück. Und ganz an den Anfang setze ich dann noch Initialisiere OLED, das kommt da oben hin, und zwar mit einer Weite von 128 Pixel und einer Höhe von 64 Pixel. Nun wird mein Programm heruntergeladen und ich bin fertig damit. Und wer keinen kleinen Bildschirm hat, kann auch die DHT11-Werte direkt über die LED-Matrix auf dem Microbit ausgeben. Der entsprechende Code, der sieht dann so aus. Und hier ist dann das Ergebnis auf der LED-Matrix. Geht doch. Für heute
sage ich Ihnen recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und Salü aus dem Saarland.